Herzlich willkommen bei Musculus, heute zu dem Thema Ernährung bei Muskelkrankheiten. Dazu spreche ich heute mit einem Spezialisten aus München, Dr. Stefan Wenninger. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Sie. Gleich zur ersten Frage. Essen ist Arznei, habe ich einmal eine sehr kluge Frau sagen hören. Welche Rolle spielt denn die Ernährung bei neuromuskulären Erkrankungen? Eine enorm wichtige, würde ich sagen. Also um das ganz kurz zusammenzufassen, Ernährung ist eins der wesentlichen Bausteine bei neuromuskulären Erkrankungen, weil wir alle wissen, dass nicht nur die Lebensqualität bei neuromuskulären Erkrankungen schon aufgrund der Erkrankung eingeschränkt ist und damit sollte auch die Ernährung nicht dazu führen, dass die Lebensqualität noch weiter eingeschränkt ist. Und darüber hinaus hat eben Ernährung einen wichtigen Faktor in dem Erhalt und im so vielleicht Aufbau der Muskulatur. Wir müssen ja bedenken, dass die neuromuskulären Erkrankungen zusätzlich zum Alterungsprozess dazu führen, dass der Patient die Muskelschwäche langsam progredient entwickelt oder die im Endeffekt schlechter wird und der Muskel zusätzlich abbaut. Das heißt, wir müssen zwei Faktoren, nämlich einmal den Muskelabbau durch die Erkrankung und dann den Muskelabbau durch den Alterungsprozess möglichst verlangsamen. Momentan haben wir noch keine Chance, Muskelerkrankungen, es sei denn, es geht um die rein erworbenen Muskelerkrankungen, wirklich suffizient so zu behandeln, dass wir sie als geheilt bezeichnen. Und damit zählt die Ernährung zu einer wichtigen Säule, wie wir möglichst den Muskel erhalten. Und wir alle wissen es aus der ganz normalen Ernährung, die für alle Menschen gilt, eine fettreiche Ernährung, eine sogenannte ungesunde Ernährung mit vielen Transfetten, mit vielen schlechten Fetten, ist sicherlich kein Ziel, egal für welchen Menschen. Aber gerade für neuromuskuläre Erkrankungen müssen wir eben nach der aktuellen Datenlage darauf achten, dass Proteine in ausreichender Menge zugenommen werden, damit der Muskel nicht noch schneller abbaut durch eine nicht ausreichende Ernährungskontrolle. Gibt es denn spezielle Nährstoffe, die den Abbau der Muskelkraft vielleicht verlangsamen können? Also ich würde nicht sagen spezielle Nährstoffe, denn das sind alles Nährstoffe aus der ganz normalen Ernährung. Proteine sind ein wichtiger Bestandteil zum Muskelaufbau und zum Muskelerhalt. Das bedeutet jetzt nicht, dass man unendlich viel Proteine zu sich nehmen muss, aber man kann anhand der aktuellen Literatur darauf achten, dass der Proteingehalt der Nahrung ein bisschen höher ist als in der Normalbevölkerung. 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind empfohlen für den Standard nicht neuromuskulären Patienten. Für die neuromuskulären Patienten gibt es ein paar Arbeiten, die empfehlen, dass man da etwas höher gehen sollte, auf etwa 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist aber eine Zahl, eine sehr schwierig zu beurteilende Zahl, denn alle diese Studien, die wir haben, fußen auf geringen Patientenzahlen bei nur speziellen neuromuskulären Erkrankungen. Das ist also nicht richtig, jetzt einfach generell zu sagen, jeder Patient mit einer neuromuskulären Erkrankung sollte 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen, sondern es ist eine individuelle Sache. Und deswegen bleibt auch die Ernährung sehr individuell. So wie einige Patienten eben nicht gut mit Magerquark umgehen können, auch wenn der viel Proteine hat, sondern viel lieber Bohnen oder Ähnliches essen, genauso individuell muss eben dann das Ernährungsziel beispielsweise mit Proteinen mit dem Patienten besprochen werden und vielleicht auch errechnet werden. Und dazu zählen eben Ernährungsberater, die einen da unterstützen. Den Magerquark verzeihe ich Ihnen jetzt. In Österreich heißt es Magertopfen, aber ich glaube, wir wissen beide, was gemeint ist. Zurück zum Thema kalorienangepasste Ernährung. Das ist ein Thema, das sowieso für die meisten Menschen gilt. Aber wie schaut es denn jetzt aus bei neuromuskulären Erkrankungen? Welche Rolle spielt das da? Also kalorienangepasst heißt jetzt lediglich, dass man darauf achtet, wie viel Kalorien man am Tag zu sich nimmt. Und das impliziert ja schon wieder einen wichtigen Faktor, nämlich das individuelle Ziel. Will ich denn
massiv Gewicht verlieren, weil ich übergewichtig bin und weil meine schwachen Muskeln das Gewicht nicht tragen, dann muss ich tatsächlich dieses Kalorienziel sehr genau definieren, wie viel am Tag ich zu mir nehme, wie viel am Tag ich abgebe durch körperliche Aktivität, Sport und so weiter. Oder ist es der Patient, der lediglich eine Anpassung seiner Kalorien benötigt, der eigentlich formal von seinem Körperstatus relativ gut dasteht mit, ich sag mal, normalem, in Anführungszeichen BMI, mit Normalgewicht, der lediglich eine Anpassung der Kalorien haben möchte, weil er einfach weiß, er hat eine langsam fortschreitende neuromuskuläre Erkrankung und möchte möglichst den Abbau der Muskulatur verhindern. Also das bleibt sehr individuell und es wird niemals möglich sein, hier generell für alle Muskelerkrankungen da das Patentrezept auf einer Seite abzubilden, sondern das bleibt wirklich ein sehr individueller Ernährungsplan, den wir da erstellen müssen. Wie sollte man denn die Ernährung bei Kau- und Schluckstörungen anpassen? Also momentan ist es ja so, dass wir mit dem Patienten erstmal besprechen müssen, was ist das für eine Kau- oder Schluckstörung. Wir haben Patienten mit einer Myasthenie, bei denen es eine belastungsabhängige Muskelschwäche ist, die dazu führt, dass die Patienten mit Nahrungsbestandteilen, die schwer gekaut werden können, schlechter zurechtkommen als beispielsweise mit weichen Substanzen. Das heißt, manchmal reicht einfach die Anpassung der Konsistenz für einige Patienten, um die notwendige Kalorienaufnahme zu gewährleisten. Bei anderen Patienten kann es aber so sein, dass selbst weiche Konsistenzen, wie auch flüssige, wie auch feste Konsistenzen, sofort zu einer Schluckstörung führen und zu einem Verschlucken und damit Erstickungsanfällen. Dann müssen wir eben versuchen, neben der Behandlung der Grunderkrankung, die Kalorien in den Patienten so gut wie möglich, ich sage es mal salopp, reinzubekommen. Ob wir das dann mit hochkalorischer Trinknahrung machen, wo sie mit geringen Mengen hohe Anzahl an Kalorien reinbringen, oder ob wir beispielsweise eine Beiernährung machen mit einer Ernährungssonde und dem Patienten damit diesen Druck nehmen, ich kann nicht mehr essen, ich kriege meine Kalorien nicht rein, ich brauche einen anderen Weg, um die Kalorien in mich reinzubringen und da hilft ja oftmals eben so eine Ernährungssonde. Das bleibt dann wirklich eine individuelle Entscheidung vom Patienten, aber ich kann es aus der Erfahrung sagen, gerade Patienten mit einer langsam fortschreitenden Schluckstörung, beispielsweise bei Motoneuronerkrankungen, das sind schon oft Patienten, die sehr glücklich sind, wenn wir dann über eine Ernährungssonde sprechen, weil dieser ständige Druck der Kalorienaufnahme, der Patient wacht in der Früh auf und weiß, er hat Hunger, kann aber nicht essen, weil er sich sofort verschluckt. Das ist ja dramatisch, wenn dem Patienten dieser Druck und diese Angst genommen wird, über eine Ernährungssonde sich zu ernähren und damit auch kein Hungergefühl mehr zu bekommen. Welche Rolle spielen die Darmgesundheit und die Mikrobiotika bei neuromuskulären Erkrankungen? Das ist ein richtig großes Thema. Also das ist tatsächlich enorm schwer, in meinen Augen generell so zu beantworten. Das liegt schon einfach darin, dass wir selbst für Muskelgesunde, was die Darmgesundheit betrifft, zwar viel wissen, aber noch viel nicht wissen. Das heißt, was machen wir eigentlich mit einer Darmgesundheit? Wir versuchen ja im Endeffekt, dieses Darmmikrobiom ein bisschen anzupassen, damit Verdauung verbessert wird und damit unerwünschte Wirkung auf Nahrung wie Blähung, wie Schmerz, Durchfall, Verstopfung, damit das möglichst gering gehalten wird. Das trifft natürlich für neuromuskuläre Patienten zu. Also gerade die Patienten mit Myotonerdystrophie haben gerne gastrointestinale Störungen nach Nahrungsaufnahme. Da gilt es aber jetzt nicht primär nachzusehen, was ist denn in der Darmflora nicht in Ordnung, sondern es geht eher darum, rauszufinden, also praxisorientiert rauszufinden, mit welcher Ernährung kommt denn der Patient am besten klar. Das große Thema der Darmflora, der Darmgesundheit, ich persönlich, aber das ist jetzt wirklich meine individuelle Meinung, da sind wir noch in großen Teilen am Interpretieren, was selbst für nicht neuromuskuläre Erkrankte sinnvoll ist, sodass sich das auf neuromuskuläre Erkrankte, das Wissen, nicht unproblematisch einfach übertragen lässt. Deswegen lieber in Bezug auf diese Frage versuchen, individuell für den Patienten ein geeignetes Ziel zu formulieren und das Ziel mit leichten, pragmatischen Möglichkeiten der Nahrungsanpassung zu erreichen.
Wie kann man denn so etwas abfragen? Kann man sich das banal vorstellen? Ja, also tatsächlich, was immer wieder gerne gemacht wird und was ich tatsächlich auch gerne mache, ist dem Patienten einfach mal ein paar Wochen bis Monate überlegen lassen, was esse ich denn? Eine Art Tagebuch führen lassen, damit auch der Patient selbst für sich selbst rekapitulieren kann, was habe ich denn eigentlich zu mir genommen und gibt es denn auslösende Substanzen, mit denen ich mich danach schlecht fühle. So wie ein nicht neuromuskulär Erkrankter weiß, wenn er zur Mittagspause eine Riesenportion fettreiche Speise zu sich nimmt, wird am Nachmittag der Tag umso schwerer, weil einfach die Müdigkeit und die Fatigue kommt. So einfach muss man das sehen und so einfach muss man das auch für den neuromuskulär Erkrankten sehen. Natürlich ist das jetzt alles, ich sag mal, pragmatisch formuliert, da steckt schon ein bisschen mehr medizinische Wissenschaft dahinter, aber ich glaube, für den Patienten erstmal ist es wichtig zu verstehen, mit welcher Ernährung er am besten zurechtkommt und was kann man dann ausbauen. Also in welche Richtung kann man dann arbeiten, zu wissen, okay, alle Hülsenfrüchte funktionieren relativ gut, hingegen Milchprodukte funktionieren relativ schlecht, werden aber gerne gegessen. Und dann muss man jetzt einen Mittelweg finden, wie man diese Ernährung so kombiniert, dass der Patient A noch weiterhin Lebensfreude hat am Essen und B, die Nebenwirkungen oder die unerwünschten Wirkungen durch die Nahrung möglichst gering gehalten werden und trotzdem eine ausreichende Kalorienzufuhr erreicht wird. Jetzt von fest zu flüssig. Kann denn eine bedarfsorientierte Flüssigkeitszufuhr die schon erwähnten Muskelkrämpfe und Erschöpfungszustände verbessern? Also auf jeden Fall. Flüssigkeit ist ja enorm wichtig. Wir alle wissen, um die 2,5 bis 3 Liter wären sinnvoll, nicht nur für die neuromuskulären Erkrankten, sondern allgemein für den Menschen, um die Niere auch aktiv und gesund zu halten. Das ist natürlich wichtig. Es gibt jetzt tatsächlich keine direkte Zusammenhang zwischen der Entstehung von Muskelkrämpfen und Flüssigkeitshaushalt. Aber natürlich kann man postulieren, ein Patient, der zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt und damit eine hohe Belastung, so gesehen durch Exikose für den Körper bedingt, dass das eine Zunahme der Symptome bewirken kann. Keine Frage. Aber einen direkten Zusammenhang zwischen reine Flüssigkeit und Entstehung von Muskelsymptomen wie Krämpfe oder Faszikulationen, den gibt es tatsächlich noch nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ein Patient, der Muskelfaszikulationen hat, trinken Sie viel und dann ist das wieder gelöst. Im Gegenteil, das funktioniert nicht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir müssen ja bei vielen Symptomen, die ein Patient mit Muskelsymptomen hat, auch an eine Therapie denken. Und die ist meist medikamentös. Und diese medikamentöse Therapie bedingt auch, dass wir den Patienten in einem normalen Stoffwechselzustand haben. Denn wir wissen ja gar nicht, was passiert jetzt mit einer Substanz wie Pregabalin oder Ähnlichem, wenn der Patient gleichzeitig eine Exikose hat. Das heißt, wir möchten schon, dass der Patient einen ausreichenden Flüssigkeitshaushalt hat, damit wir auch davon ausgehen können, dass die Substanzen, die wir zur Therapie geben, gut wirken und nicht überschießend im Sinne einer Nebenwirkung wirken. Insofern ist der Flüssigkeitshaushalt, gerade wenn wir über eine Therapie dann sprechen, eine medikamentöse Therapie, schon enorm wichtig. Und viele Patienten wissen ja auch, beispielsweise das Thema Magnesium, das man bei Muskelkrämpfen und Muskelfaszikulationen gerne einnimmt. Das ist ja schon fast eine Selbstmedikation der Patienten geworden. Da muss man einfach auch im Hinterkopf behalten, dass übermäßige Magnesiumeinnahme, unabhängig jetzt davon, dass es verschiedene Magnesiumformen gibt, die unterschiedlich gut auf die Muskulatur wirken, dass die wiederum Durchfall, also Diarrhöen induzieren können, damit einen Flüssigkeitsverlust induzieren können und damit die Symptome wieder verschlechtern können. Also das alles hat schon eine Auswirkung und deswegen bin ich immer nicht glücklich, wenn da schnell mal irgendwas gemixt wird und Symptome vielleicht verstärkt werden durch eine Selbsttherapie, die gar nicht so sinnvoll ist. Apropos Unwissenheit, wie weit ist denn die Forschung auf diesem Gebiet? Ich sage es mal ganz salopp, da sind wir schon noch weit hinten. Also sind wir ehrlich, also wir haben uns in den neuromuskulären Erkrankungen in den letzten Jahren sehr darauf fixiert oder sehr darauf geachtet, einen neuromuskulären Patienten Physiotherapie anzugedeihen, weil wir wissen, dass muskuläre Aktivität und Physiotherapie dem Patienten hilft. Die Ernährung ist relativ weit hinten geblieben und
Wenn man jetzt in die Normalbevölkerung schaut, muss man sagen, dass die Ernährung ja auch erst in den letzten Jahrzehnten so richtig nach oben geschossen ist, weil es einfach mittlerweile von den Internisten bekannt ist, dass Ernährung eine maßgebliche Auswirkung nicht nur auf Lebensqualität hat, sondern auch auf Lebenserwartung. Jetzt muss man das schon auch auf die neuromuskulären Erkrankungen übertragen, aber die Hürde, die wir bei den neuromuskulären Erkrankten einfach haben, ist, dass wir eine kleine Patientenzahl haben. Das sind einfach seltene Erkrankungen und damit Studien schon daran oftmals scheitern, dass wir die große Aussagekraft, wie sie aus internistischen Studien mit 10.000 Patienten resultieren, das können wir für neuromuskuläre Erkrankte nicht liefern. Wir sind ja oftmals froh, wenn wir für einzelne Erkrankungen, selbst für häufige neuromuskuläre Erkrankungen wie die Myotonodystrophie, wenn wir da in eine Studie 100 Patienten einschließen können. Da sind wir also um den Faktor 10 bis 100 geringer oftmals als bei den großen internistischen Studien. Und dann müssen wir auch sagen, dass die einzelnen neuromuskulären Erkrankungen unglaublich variabel sind. Der Pompe-Patient hat eine völlig andere Symptomatik als der Patient mit der Myotonodystrophie, als der Patient mit der spinalen Muskelatrophie. Das dann in einen Topf zu werfen, funktioniert einfach nicht. Und das ist die große Hürde bei der Ernährungsmedizin. Natürlich wird es immer kleine Studien geben, die probieren bei 20 Patienten, wie schaut es aus mit einer eiweißreichen Ernährung, wie schaut es aus mit einer Nahrungsergänzung mit Kreatinmonohydrat. Aber dann aus diesen 20 Patienten eine Aussage zu treffen, die für alle neuromuskulären Erkrankten gilt, das funktioniert einfach nicht. Das wäre auch unfair und mit Sicherheit auch in meinen Augen falsch, einem Patienten eine Hoffnung zu geben, bloß weil 20 Patienten sich verbessert haben, bei einer Myotonodystrophie vielleicht mit Kreatinmonohydrat, das einem Patienten mit einer neurogenen Erkrankung wie der spinalen Muskelatrophie zu versprechen. Das funktioniert nicht. Naja, da sind wir jetzt beim Thema alles über einen Kamm scheren. Dazu sind wir Menschen doch zu verschieden, oder? Deswegen macht es eben keinen Sinn, das Ganze als universell die perfekte Ernährung zu benennen, sondern die Ernährung ist für jeden Menschen individuell, so individuell wie wir Menschen sind, so variabel wie die einzelnen Muskelerkrankungen sind, so muss auch die Ernährung sehr individuell für jeden Patienten festgelegt werden und besprochen werden. Dazu zählt der Patient, was er mag, was er nicht mag. Bringt nichts, mir jetzt eine Ernährung aufzutischen, die ich nicht essen möchte, bloß weil sie gesund ist. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, nur dann, wenn der Patient auch von der Ernährung überzeugt ist und die ihm Spaß macht, wird die zu einer lebenslangen Ernährungsumstellung auch führen. Nur so kann er die lange halten. Uns allen bringt ja nichts eine 2 Wochen Umstellung. Ja. Ich gebe trotzdem die Hoffnung nicht auf, mich hauptsächlich von Topfencollagen ernähren zu können. Vielen Dank trotzdem für Ihre Expertise und alles Gute nach München. Sehr gerne. Vielen Dank. Und wieder eine Folge Musculus im Kasten. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Nähere Informationen finden Sie in der Infobox oder unter www.muskelforschung.at. Schenken Sie uns gerne ein Gefällt mir, abonnieren Sie unseren Kanal, aber vor allem denken Sie immer daran, Wissen hilft.